Wenn wir vom Zweiten Weltkrieg sprechen, denken wir an donnernde Panzer und mächtige Bomber. Doch es gab eine Entwicklung, die das gesamte Szenario der Luftkämpfe auf den Kopf stellen konnte. Stellen Sie sich geheime Labore vor, in denen unter strengster Geheimhaltung ein Projekt entwickelt wurde, das als fliegende Ratten bekannt war. Es war die Idee, ein revolutionäres Luftfahrzeug zu schaffen, das nicht nur angreifen, sondern auch für den Feind unsichtbar bleiben konnte. Die Arbeit an dem Projekt lief auf Hochtouren und obwohl viele technische Details im Verborgenen blieben, ist bekannt, dass es sich um eine Art autonomes Fluggerät mit unglaublicher Wendigkeit handelte. Leider fehlten sowohl die Zeit als auch die Ressourcen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Aber wenn die fliegenden Ratten Wirklichkeit geworden wären, hätte das Bild der Luftkämpfe völlig verändern können. Die Piloten hätten die Möglichkeit gehabt, sich zwischen uneinnehmbaren Befestigungen zu bewegen und Schläge zu führen, ohne das Risiko, dem Gegner von Angesicht zu begegnen. Eine Begegnung mit einer solchen Maschine wäre für den Feind ein echter Schock gewesen. Doch solange dieses Projekt nur auf dem Papier existierte, wurden weltweit weiterhin neue, erstaunliche Pläne entwickelt, die scheinbar fantastische Ideen in eine potenziell reale Bedrohung verwandelten. Bald tauchen wir in eine andere, nicht weniger erstaunliche Geschichte ein, die voller Ambitionen und ingenieurtechnischer Hoffnungen steckt. Unsichtbare Panzer. Stellen Sie sich ein Schlachtfeld vor, auf dem unerwartete finstere Panzerkolonnen plötzlich vom Horizont verschwinden. Mitten im Kalten Krieg, als jede Neuerung zum entscheidenden Faktor werden konnte, widmete sich eine Gruppe begabter Ingenieure der schwierigen Aufgabe, Panzer mit einer unvergleichlichen Tarnung auszustatten. Das Projekt Unsichtbare Panzer entstand in den Köpfen geheimer Labors und abgelegener Testgelände. Es schien, als würde es ein weiterer Mythos werden, doch die theoretischen Entwicklungen brachten die Zahnräder jener Zeit buchstäblich dazu, sich mit neuer Geschwindigkeit zu drehen. Natürlich war Unsichtbarkeit im herkömmlichen Sinne unerreichbar, aber das Entwicklerteam setzte sich das Ziel, spezielle Materialien zu schaffen, die Panzertechnik praktisch unsichtbar für Radar und visuelle Beobachtung machen könnten. Die Technologie, die auf der Absorption und Umverteilung von Radiowellen basierte, konnte die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung dieser Stahlgiganten verringern. Für das Militär hätten sich neue Horizonte der Kriegsführung eröffnet, in denen Panzer zu schwer fassbaren Geistern auf den Schlachtfeldern geworden wären. Obwohl das Projekt nie die Phase groß angelegter Tests und Implementierung erreichte, lebt der Einfluss seines konzeptionellen Ansatzes bis heute weiter. Die Welt wird nie wieder dieselbe sein, denn viele Ideen aus dieser Entwicklung wurden später in modernen Tarnsystemen weiterverarbeitet. Das Projekt zur Panzerunsichtbarkeit erwies sich als ein Schritt auf dem Weg der Evolution militärischer Technologien. Doch nicht nur auf der Erde wurden unsichtbare Schlachten geschlagen. Auch brillante Köpfe richteten ihren Blick auf das Meer und strebten danach, etwas wahrhaft Monumentales zu schaffen. Super Dreadnoughts. In der Vorstellungskraft von Militärstrategen gab es schon immer den Wunsch, etwas so Majestätisches zu schaffen, dass seine Präsenz auf dem Wasser jede Flotte in Angst und Schrecken versetzen würde. So entstand die Idee der Super Dreadnoughts, Schiffe, die alle vorstellbaren Größen und Kräfte übertreffen und in der Lage sind, zu konkurrenzlosen Herrschern der Meere zu werden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg planten die Supermächte, solche Bollwerke zu erschaffen, die auf den Ozeanen ihresgleichen suchen würden. Bei der Konstruktion dieser Kolosse sahen die Ingenieure die Möglichkeit, an Bord die mächtigsten Artilleriesysteme mit modernster Schutztechnologie zu vereinen. Stellen Sie sich vor, wie solche Giganten nicht nur unbestreitbaren Einfluss in den Gewässern ausüben, sondern auch als mobile Festungen zur Kontrolle ganzer Regionen dienen könnten. Im Falle ihrer Verwirklichung hätten Super-Dreadnoughts das strategische Gleichgewicht verschieben und zu einem Schlüsselelement der maritimen Überlegenheit werden können. Doch selbst bei aller Großartigkeit der Idee stießen solche Projekte auf die Realität technologischer und wirtschaftlicher Einschränkungen, was ihre Umsetzung entschieden behinderte. Dennoch blieb das Konzept solch monumentaler Schiffe in den Herzen und Köpfen der Militärstrategen bestehen, beflügelte weitere Forschungen auf See und rüstete Nationen mit Ideen aus, die den Ehrgeiz ihrer Bestrebungen widerspiegelten. Doch auch das war nur ein Teil des globalen Wettrüstens, bei dem fantastische Konzepte sich nicht auf die Weiten der Meere beschränkten. Denn schon bald wurde der Himmel zu jenem Ort, an dem der Mut und die Erfindungsgabe der Konstrukteure sichtbar wurden, die bereit waren, die abenteuerlichsten Flugkonzepte in die Tat umzusetzen. Antigravitationsscheiben. Jenseits des Horizonts aller bekannten Technologien der Zeit des Kalten Krieges verbargen sich grandiose Pläne, als wären sie der Science Fiction entnommen. Eines dieser Projekte waren die rätselhaften Antigravitationsscheiben. In den Tiefen geheimer Labore, verborgen vor neugierigen Blicken, wurden Versuche unternommen, die Schwerkraft selbst herauszufordern, jene Kraft, die uns seit Jahrhunderten an die Erde bindet. Diese Scheiben unterschieden sich grundlegend von den gewohnten Flugzeugen und Hubschraubern. Sie benötigten keine aerodynamischen Eigenschaften, um zu fliegen. Theoretiker vermuteten, dass man sich, sobald man die Antigravitationstechnologie beherrschte, ohne Widerstand und mit beispielloser Geschwindigkeit durch die Luft bewegen könnte. Der mögliche Einsatz von Antigravitationsscheiben stellte eine Revolution im Flugzeugbau und im Militärwesen dar.
In Gedanken wurden Routen entworfen, auf denen solche Maschinen unbemerkt und schnell hinter die feindlichen Linien eindringen und Missionen ausführen könnten, die für herkömmliche Luftfahrzeuge unerreichbar sind. Sie könnten das ideale Aufklärungsmittel und eine unerklärliche Bedrohung für alle bestehenden Verteidigungssysteme werden. Trotz umfangreicher Forschungen und Experimente gelang es jedoch nicht, das Geheimnis der Antigravitation zu entschlüsseln. Diese rätselhaften Fluggeräte blieben in den Fantasien der Ingenieure und Admiräle und inspirierten neue Versuche, die Grenzen der physikalischen Gesetze zu überwinden. Doch das Rennen um die Eroberung des Luftraums ging weiter, und hinter den Kulissen wurden neue Versuche unternommen, eine Kraft zu bändigen, die ebenso zerstörerisch wie vielversprechend ist. Laserwaffen. Zukunftstechnologien haben schon immer sowohl friedliche Ingenieure als auch militärische Strategen fasziniert. Mitte des 20. Jahrhunderts tauchte die Idee einer steuerbaren Laserwaffe am Horizont auf, die die Spielregeln auf den Schlachtfeldern grundlegend verändern könnte. Diese Geräte, wie aus der Science Fiction, versprachen unglaubliche Präzision und eine sofortige Energieübertragung zum Ziel, ohne auf herkömmliche Ballistik angewiesen zu sein. Solche Laser könnten Ziele auf beträchtliche Entfernungen bekämpfen und feindliche Flugzeuge sowie Raketen neutralisieren, noch bevor sie sich nähern. Das Militär sah in ihnen einen unschätzbaren Vorteil: minimale Verzögerungen, hohe Mobilität und eine furchteinflößend präzise Feuerkraft. Die Einführung einer solchen Waffe würde eine Revolution in strategischen und taktischen Ansätzen bedeuten. Doch im Verlauf der Entwicklung stellte sich heraus, dass die tatsächliche Einführung von Lasern auf dem Schlachtfeld mit erheblichen technischen Hürden verbunden ist. Sperrige Energiequellen und komplexe Zielsysteme erforderten eine umfassende Modernisierung. Dennoch wurden die Forschungen im Bereich der Laser nicht aufgegeben und legten so das Fundament für zukünftige Entwicklungen. Und obwohl Laserwaffen bislang das Schlachtfeld nicht dominieren, schlagen sie an den unerwartetsten Orten neue Wurzeln. Das Wettrüsten hört nicht auf, und am Horizont zeichnen sich bereits Umrisse noch mächtigerer und zerstörerischerer Geräte ab, deren Möglichkeiten Angst einflößen. Railguns, Superwaffen. Das Interesse an Railguns erlebte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Aufschwung, als Wissenschaftler und Militärs in ihnen die Möglichkeit sahen, eine neue Generation von Superwaffen zu schaffen. Railguns, die elektromagnetische Kräfte nutzen, um Geschosse auf unglaubliche Geschwindigkeiten zu beschleunigen, versprachen, Ziele mit hoher Präzision und minimalen Umweltschäden zu zerstören. Diese Anlagen könnten feindliche Objekte auf große Entfernungen treffen und das strategische Gleichgewicht auf den Schlachtfeldern verändern. Theoretisch versprachen Railguns, das Verständnis von Langstreckenwaffen zu revolutionieren, indem sie die herkömmliche Artillerie in ihrer Zerstörungskraft übertreffen. Gerade diese Technologie könnte die Systeme der Raketenabwehr verwundbar machen, indem sie verdeckten Raketenstarts entgegenwirkt und eine neue Bedrohung für den Aggressor darstellt. In der Praxis stieß die Entwicklung von Railguns jedoch auf Probleme mit der Energieversorgung und Kühlung, Aufgaben, die bisher noch nicht vollständig gelöst wurden. Trotz technischer Schwierigkeiten suchen Militärs weltweit weiterhin nach Möglichkeiten, diese Technologie einzuführen. Denn das Potenzial der Railguns weckt nach wie vor das Interesse von Militärstrategen und Ingenieuren. Railguns bleiben ein Symbol für die Technologien von morgen und tauchen immer wieder in Skizzen und ambitionierten Projekten auf. Doch selbst diese beeindruckende Waffe verblasst im Vergleich zu jenen Experimenten, die an der Schwelle zur Schallmauer durchgeführt wurden und erstaunliche Entdeckungen versprachen. Schallkanonen. Wenn man einen Blick in die Geschichte der Militärtechnologien wirft, fällt es schwer, die Faszination für Experimente mit dem Einsatz von Schall als Waffe zu übersehen. Eine dieser Ideen war die Entwicklung von Schallkanonen. Stellen Sie sich ein Instrument vor, das in der Lage ist, Schallwellen in ein mächtiges Angriffsmittel zu verwandeln. In einer Zeit, in der jeder wissenschaftliche Durchbruch militärische Macht versprach, fesselte diese Idee die Köpfe der Erfinder. Forschungen, die in geheimen Laboratorien durchgeführt wurden, zielten darauf ab, Anlagen zu schaffen, die niederfrequente Wellen aussenden, die Desorientierung und sogar physische Zerstörung hervorrufen können. Das Interesse an Schallkanonen hing mit ihrem Versprechen zusammen, auf die Lebenskraft des Gegners einzuwirken, ohne herkömmliche Munition einzusetzen. Panik und Chaos, ausgelöst durch einen unsichtbaren Feind, konnten das taktische Gleichgewicht verändern und psychologischen Druck auf die feindlichen Kämpfer ausüben. Doch trotz der damit verbundenen Hoffnungen erwies sich die Umsetzung dieser Theorie in die Realität als schwierige Aufgabe. Technische Hürden, wie etwa der enorme Energiebedarf und die begrenzte Reichweite, ließen Schallkanonen im Bereich der Experimente verbleiben. Der Einfluss dieses Konzepts ist bis heute spürbar, da weiterhin nach neuen Methoden der Kriegsführung gesucht wird. Inzwischen entstanden aus der Entwicklung von Schallwaffen andere Ideen, wie etwa mikroprozessorgestützte Technologien, die ebenfalls darauf abzielten, das Schlachtfeld mit außergewöhnlicher Effizienz zu verändern. Mikroprozessorarchetypen. Mitten im technologischen Zeitalter, als Computer gerade erst begannen, auf der Weltbühne an Bedeutung zu gewinnen, zog die Idee der Mikroprozessorarchetypen die Aufmerksamkeit der Ingenieurswelt auf sich.
Stellen Sie sich Geräte vor, die so klein sind, aber unglaublich leistungsstark und in der Lage, den Rhythmus und die Art der Kriegsführung zu verändern. Das Konzept bestand darin, Mikrogeräte zu schaffen, die nicht nur Technik steuern, sondern auch die Methoden der Truppen- und Waffensystemführung grundlegend verändern konnten. In geheimen Labors tauchten Entwickler in das Universum der Mikroelektronik ein, mit dem Ziel, Prozessoren zu erschaffen, die neue Horizonte eröffnen würden, von Navigationssystemen bis hin zur Steuerung von Drohnen und Waffensystemen. Solche Geräte versprachen, die Effizienz der Kampfeinheiten zu steigern, indem sie diese autonomer und anpassungsfähiger an die dynamischen Bedingungen der Schlachtfelder machten. Gerade diese Technologie hätte zum Katalysator für neue taktische Ansätze und Strategien der Kriegsführung werden können. Obwohl viele dieser Projekte nie vollständig umgesetzt wurden, lebt ihr Erbe in modernen Systemen weiter. Dank dieser Innovationen ist das moderne Schlachtfeld zu einem hochtechnologischen Raum geworden, in dem Informationen und deren Verarbeitung eine entscheidende Rolle spielen. Und doch ist dies nur ein Teil des großen technologischen Booms, der sich in jenen Jahren entfaltete. Eine Reihe von Erfindungen fand Anwendung in der Kriegskunst und schon bald tauchte die Idee auf, autonome Maschinen zu schaffen, die nach eigener Intuition handeln können. Unbemannte Militärmaschinen. Als sich die Technologie rasant zu entwickeln begann, entstand eine Idee, die wie aus Science-Fiction-Romanen zu stammen schien: unbemannte Militärmaschinen. Diese frühen Prototypen von Drohnen erinnerten auf den ersten Blick an Miniaturflugzeuge ohne Piloten. Doch ihr Potenzial verwandelte sie schon bald in weit mehr als nur technische Neuheiten. Für Ingenieure und Konstrukteure eröffneten sich Horizonte unbegrenzter Möglichkeiten, bei denen das Risiko für das Leben der Soldaten verringert wurde und Kampfoperationen Wendungen annahmen, die zu jener Zeit unvorstellbar waren. Mit dem Aufkommen der ersten Drohnen erkannten Militärstrategen in ihnen die Möglichkeit, die Kriegstaktik zu verändern. Aufklärung ohne Gefahr für Menschenleben, die Fähigkeit, in vom Feind kontrollierte Gebiete einzudringen und gezielte Schläge auszuführen, sowie die verdeckte Beobachtung gegnerischer Stellungen. Diese Maschinen versprachen, zu einem Schlüsselelement des modernen Schlachtfelds zu werden, auf dem Autonomie und Dynamik der Handlungen eine entscheidende Rolle für den Ausgang des Konflikts spielen konnten. Trotz der technischen Einschränkungen der ersten Modelle ließen rasante Verbesserungen nicht lange auf sich warten. Die Drohnen wurden weiterentwickelt, schneller und wendiger, was es ermöglichte, komplexe Operationen ohne menschliches Eingreifen durchzuführen. Dies führte zu einer echten Revolution in den militärischen Doktrinen. Doch auch das war nur der Anfang eines umfassenden Hardware-Umbruchs der Streitkräfte. Im Schatten dieser Ereignisse reiften Ideen, die noch ambitionierter waren, und Fähigkeiten versprachen, die selbst den kühnsten wissenschaftlichen Fantasien würdig waren. Am Horizont zeichneten sich Projekte ab, die mit der Veränderung des Menschen selbst, des lebenden Soldaten, verbunden waren. Kybernetische Soldaten. Die Idee, kybernetische Soldaten zu erschaffen, erwies sich als eines der beeindruckendsten Projekte an der Grenze zwischen Wissenschaft und Fantastik. Das Zeitalter der Technologie inspirierte Ingenieure und Biologen zu Entwicklungen, die einen gewöhnlichen Soldaten in eine perfekt funktionierende Kampfeinheit verwandeln könnten, indem sie biologische und mechanische Fähigkeiten vereinen. Im Grunde genommen ging es um die Verschmelzung von Mensch und Maschine, um die Schaffung von Cyborgs, die in der Lage sind, Bedingungen zu überstehen, denen gewöhnliche Menschen nicht gewachsen sind. Kybernetische Implantate, die die körperlichen Fähigkeiten steigern, verbesserte Sensorsysteme und verstärkte Gliedmaßen. All das zog das Militär an, das die Effizienz seiner Kämpfer steigern wollte. Entwicklungen wie Exoskelette könnten es ermöglichen, schwere Lasten mühelos zu tragen, während in die Netzhaut integrierte Displays taktische Informationen direkt auf dem Schlachtfeld bereitstellen würden. Waffen, die direkt über neuronale Impulse gesteuert werden, versprachen bislang ungeahnte operative Fähigkeiten. Doch wie bei vielen anderen Innovationen jener Zeit machten technische und ethische Hürden die Umsetzung dieser Pläne zu einer schwierigen Aufgabe. Dennoch werden einige Erfolge auf diesem Gebiet bereits in modernen Armeen genutzt. Vor uns liegt eine Zukunft, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine weiter verschwimmen. Doch die Aufmerksamkeit der Erfinder und Strategen richtete sich nicht nur auf solche einzigartigen Krieger. Im Verborgenen wurden Geräte entwickelt, die die Taktik der Fortbewegung in streng bewachten Zonen verändert hätten. Denn schon bald rückten Technologien in den Fokus, die es ermöglichten, Menschen auf die eleganteste Weise in die Luft zu heben. Der südamerikanische Jetpack. Vor dem Hintergrund der herausragenden technologischen Ambitionen des 20. Jahrhunderts sorgt das südamerikanische Programm zur Entwicklung tragbarer Jetpacks für besondere Spannung. Diese Geräte, die einst als Inbegriff der Science-Fiction galten, wurden nun als potenzielles Element betrachtet, das die Dynamik von Bodenoperationen grundlegend verändern könnte. Das Projekt entstand aus dem Bestreben, ein Mittel zu schaffen, das es Soldaten ermöglicht, unwegsames Gelände und Barrieren zu überwinden, um schnelle Bewegungen zu erleichtern und einen unbestreitbaren taktischen Vorteil zu erlangen. Die Idee der Jetpacks zog aufgrund ihrer Kompaktheit und Mobilität Aufmerksamkeit auf sich. Die Verringerung der Abhängigkeit von herkömmlichen Transportmitteln verschaffte den Soldaten die Fähigkeit, plötzliche Manöver durchzuführen, feindliche Verteidigungssysteme zu umgehen und schnell auf Bedrohungen zu reagieren.
Die Möglichkeit, sich vertikal zu bewegen, eröffnete neue taktische Strategien und versprach, die Einschränkungen der Fortbewegung am Boden zu überwinden. Die Umsetzung und der Einsatz von Jetpacks stießen jedoch auf erhebliche technische Schwierigkeiten, von Problemen mit der Zuverlässigkeit des Treibstoffs bis hin zur Komplexität der Steuerung. Trotz dieser Schwierigkeiten waren die dem Projekt zugrunde liegenden Ideen nicht umsonst. Viele der im Rahmen des Programms entwickelten Prinzipien inspirieren weiterhin Forscher, die sich mit neuen Arten individueller Lufttransportmittel beschäftigen. Gleichzeitig zogen andere, noch radikalere Konzepte die Aufmerksamkeit der Entwickler auf sich und eröffneten neue Horizonte für potenzielle militärische Strategien. Versuchen wir in das Herz dieser Pläne zu blicken und herauszufinden, was sich sonst noch in den Archiven der geheimen Institute verbarg. Unterwasserstadtbasen. In einem der ehrgeizigsten Versuche, militärische Strategien zu transformieren, richtete sich der Blick auf die Tiefen des Meeres. Das Konzept der Errichtung von Unterwasserstadtbasen eröffnete neue Möglichkeiten zur Kontrolle und zum Dominieren der Ozeane. Diese verborgenen Unterwasseranlagen versprachen, echte Vorposten zu werden, die Zuflucht und logistische Unterstützung für Unterwasseroperationen fernab der Blicke landgestützter Überwachung bieten. Stellen Sie sich strategisch gelegene Zufluchtsorte vor, vollkommen autark, mit der Fähigkeit, eine Flotte Wochen oder sogar monatelang einsatzbereit zu halten. Sie könnten als ideale Ausgangsbasis für U-Boote dienen, geheime Missionen durchführen und Ressourcen regenerieren. Dieses Konzept hatte das Potenzial, die Widerstandsfähigkeit und Mobilität der U-Boot-Flotte erheblich zu steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von Landbasen und Überwasserinfrastruktur zu verringern. Dennoch standen solche Projekte vor enormen technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer vollwertigen Infrastruktur auf dem Meeresgrund erforderten gewaltige Anstrengungen. Trotzdem finden einige Ideen dieses Konzepts heute Anklang in modernen Entwicklungen der Unterwasserlogistik und ingenieurtechnischen Lösungen. Das Streben nach Kontrolle über die Unterwassergebiete bleibt ein wichtiges strategisches Ziel und unterstreicht, wie weit Vorstellungskraft und Technologie auf der Suche nach absoluter Kontrolle führen können. Die verborgenen Tiefen bergen weiterhin unerschöpfliche Möglichkeiten und ziehen die Aufmerksamkeit der kühnsten Köpfe auf sich.